Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Diesmal eine kurze Sonderausgabe, was das Thema Casper angeht, beziehungsweise Casper Mining, weil es hat sich ja da einiges in den letzten beiden Tagen getan und ich denke, der meiste oder viele von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, so wie es aussieht, ist es wieder etwas profitabler. Ja, wieso, weshalb, warum, versuche ich euch natürlich auch in diesem Video zu erklären. Ich hatte ja vor 5 Tagen das Video hier gedroppt mit den KRC 20 geht live. Ähm, Was das ist, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Nur momentan sieht es eigentlich richtig gut aus, auch für alle, die einen KS0 Ultra zum Beispiel am Start haben. Der scheint aktuell wieder profitabel zu sein. Mögliche Einnahmen gucken wir uns natürlich auch gleich an. Ja, was ist passiert? Und zwar ist Casplex quasi mit dem KRC20 Token, beziehungsweise ist ja quasi ein Contract live gegangen. Das heißt, KRC20, das ist ähnlich wie ERC20, das ist ein Token-Standard. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Token gemintet wird, braucht er einen gewissen Standard. Also zum Beispiel die Tokenmenge, der Aufbau etc. Also der Contract selbst, also der Vertrag, den ihr letztendlich habt. Casplex ist quasi die Vereinigung dafür. Das heißt, das ist ein eigenes Entwicklerteam sozusagen, die den KRC20 Token Standard ins Leben gerufen haben. Ja, das heißt auch auf der eigenen Casplex Infrastruktur. Und das ist ein Entwicklerteam, was unabhängig vom Casper Entwicklerteam ist. Das bedeutet, es ist ein eigenständiges Team. Natürlich arbeiten die miteinander zusammen. Ja, aber letztendlich entwickeln die ihre KRC20-Geschichte und Casper halt eben ihre eigene Blockchain-Welt sozusagen. Ihr seht hier, wir waren ja bis zum 14.09. im Testnet und zum 15.09. ging es ins Mainnet, also KRC20. Und ihr seht auch dementsprechend hier, dass auch schon fleißig gemintet wurde. Ihr seht zum Beispiel hier, was aktuell im Mint los ist. Ihr seht hier Completed. Ihr seht quasi, welche Token sozusagen schon auf dem KRC20 gemintet wurden, beziehungsweise minten heißt ja prägen, also die quasi als Token geprägt wurden auf der KRC20 Geschichte, und so sieht das halt eben momentan aus. Ja, und ihr seht, hier ist schon einiges passiert seit dem Launch sozusagen vom KRC20. Ja, viele haben sich natürlich gefragt, was ist los, und wichtig ist auch immer mal bei Reddit reinzuschauen. Da gibt es auch eine sehr starke Community, und hier gibt es einen Eintrag von CoinNerd, der ist 51 Minuten alt und trifft eigentlich schon wieder mehr oder minder alles so, wie es eigentlich war, beziehungsweise wie es ist. Ja. Die Einnahmen aus dem Mining sind in die Höhe geschnallt, die Belohnungen haben sich vervierfacht und vor unrentabel Miner wurden unterstützt. Das ist tatsächlicherweise so. Auf der anderen Seite gab es beim Mining-Prozess einige Bugs, das Netzwerk war überlastet und Cassware musste optimiert werden. Also ihr habt sicherlich mitbekommen, der eine oder andere von euch, dass halt eben Caspar ab der Limit von 50 oder 100 nicht ausgezahlt wurde. Das passiert alles noch, macht euch da keine Sorgen. Beim Minting-Prozess von den KRC20-Token war es unter anderem so, dass die Gebühren, die ja an Caspar abgerechnet werden, extrem hoch waren. Trotzdem wurde gemintet, das heißt, irgendeiner hat extrem hohe Gebühren bezahlen, und teilweise, wer im Solo-Mining unterwegs war und den Block erwischt hat, hat natürlich auch extrem viel bekommen. 4, 5, 6, 700 Caspar pro Block haben wir gehört, beziehungsweise gelesen. Ja, von daher echt eine krasse Geschichte. Ja, jetzt gucken wir mal das uns mal in der Realität an. Das heißt, ich habe für euch jetzt nochmal den KS0 Ultra mal von Solo auf Spool Mining umgestellt. Seht ihr hier gerade eben erst getan, und wenn ihr zum Beispiel seht, hier die Current Hash Rate wird es dann auf 400 Gigahash eintakten ungefähr, und ihr seht jetzt hier, die 24 Stunden Einnahmen liegen aktuell bei 10 Caspar. Das ist das Dreifache als normal, sage ich jetzt nochmal. Also ist halt eben das Dreifache aktuell mit einem momentan 1,66 Umsatz am Tag. Das bedeutet, wenn er sich bei 400 Gigahash eintaktet, sind es ungefähr 1,70 $, was ihr mit einem KS0 Ultra machen könnt, also mit 400 Gigahash. So ist momentan halt eben der Stand. Und ich finde es gut, es ist sogar profitabel, wenn ich jetzt runterrechne auf unsere Stromkosten. Was heißt profitabel? Ein paar Cent bleiben hängen. Man wird natürlich nicht reich. Wenn ich rechne, wir brauchen ja am Tag 2,4 Kilowattstunden, haben bei uns einen aktuellen Stromtarif mit 27 Cent pro Kilowattstunde. Ich hatte es, glaube ich, eben schon mal ausgerechnet. Gucken wir mal hier. Ihr seht es hier, 2,4 mal 0,27. Das heißt, ich habe aktuell einen Stromverbrauch von knapp 65 Cent am Tag, was ich also quasi für den Strom brauche.
nehme, aber das Gegenzug 1,66 ein. Also man kann fast sagen, dass man einen Dollar ungefähr am Tag Profit macht, was halt eben im Monat ja, 30 Dollar halt eben wären. Wenn man jetzt zum Beispiel mal rechnet, wir haben eine PV-Anlage, beziehungsweise wir rechnen einfach mal mit unserem PV-Strom, weil die meisten von euch haben keine PV-Anlage, deswegen ziehe ich immer noch mal unseren Stromtarif mit rein. Wir ziehen ja auch teilweise über PV, also von daher ist es bei uns ja eine Mischkalkulation, aber das wäre jetzt für das Video wahrscheinlich zu strange. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel 30 Tage lang mal die 1,66 machen, das heißt am Ende des Monats 49 Dollar, knapp 50 Dollar, die hängen bleiben, ja, was umgerechnet 45, 46 Euro sind. Das ist doch schon relativ gut. Ich aktualisiere nochmal, damit ihr es auch hier nochmal seht. Und ihr seht halt eben hier, es läuft mit. Und ich finde es halt eben auch dementsprechend gut, dass es aktuell so ist und dass gerade die KS0 Ultra Geschichte oder halt eben KS0 die klareren Geschichten, also wenn ihr zum Beispiel den Pro habt, ne, dann habt ihr die Hälfte, also seid ihr mit knapp 80 Cent dabei, was immer noch, naja, ein bisschen profitabel halt eben ist, halt eben auch nicht die Wucht, sage ich jetzt mal, aber ihr seht es halt dementsprechend hier, ja, dass halt eben das mit der Hashrate das möglich ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das so funktionieren wird. Ich hatte ja in meinem Video hier schon erklärt, dass die Belohnungsgeschichte sich erhöht hat. Das heißt, dadurch, dass halt eben das ganze Minting-Zeug mit dazu kommt. Jetzt seht ihr das hier, jetzt haben wir 410 Gigahash als Current Hashrate. Seht ihr hier, sind wir bei 1,73 $ am Tag mit dem KS0 Ultra. Und das ist halt eben richtig gut. Ja, ich hatte es halt eben hier in dem Video kurz erklärt gehabt. Und es gab auch noch eine Preisprognose. Es hieß wohl, Caspar soll sich ab 15.09. so auf die 30 Cent einpendeln. Das ist natürlich nicht passiert. Das hatte ich ja von vornherein gesagt, dass das eine reine Spekulationsgeschichte ist. Leider ist es nicht passiert, seht ihr hier. Ihr seht hier den Chart aktuell auf Tagesbasis natürlich absteigend. Liegt halt eben auch unter anderem daran, dass sich das Volumen auch dementsprechend ändert. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mehr Caspars zum Meinen bekommt, das heißt, ihr habt mehr Rewards, dann werden natürlich auch mehr Caspars verkauft. Das ist logisch und das schlägt sich auch unter anderem auf den Preis nieder. Seht ihr hier auch dementsprechend. Ja, am Schwierigkeitsgrad hat sich nicht wirklich was getan, seht ihr hier. Das heißt, das sind wir normal auf Kurs sozusagen. Diese Schwankungen, die ihr seht, das sind meistens Farmen, wo zum Beispiel ein paar KS5 mal rumstehen, die mal runtergefahren werden, Maintenance oder irgendwas. Dann habt ihr solche Geschichten drin. Ansonsten seht ihr hier, sind wir ganz normal auf Kurs, was zumindest die Caspar-Schwierigkeit angeht. Ja, und von daher denke ich mal, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr einen habt zu Hause, einen KS0 Ultra oder irgendwas in der Geschichte und der ist aus, weil es sich nicht lohnt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich mitzumeinen. Ihr seht hier, 10 Caspar am Tag sind drin, was aktuell 1,73 sind. Wenn wir jetzt noch darauf hoffen, dass auch dementsprechend sich der Kurs noch ein bisschen stabilisiert, sieht es natürlich noch besser aus. Ich weiß aber nicht, wie lange das geht. Auch ich habe öfters jetzt auch nochmal die Frage gelesen, soll ich jetzt im Solo-Mining weitermachen oder im Pool-Mining? Two Miners, also ich bin nur im Two Miners unterwegs. Hier ist es halt dementsprechend so, dass ihr im Two Miners eine feste Anzahl an Rewards bekommt. Das heißt nicht dynamisch, das heißt, kriegt ihr den Block, kriegt ihr 87, und schlag mich tot. Wir können ja mal ganz kurz gucken, Caspar Solo Test. Hier hatte ich ja bis vorhin ausprobiert. Ihr wisst ja, dass ich hier einen Block bekommen habe. Und ihr seht halt eben hier, dass die 85,9905 plus die Transaction Fees. Das heißt, hier würde man für den Block auch nur 85 Caspar bekommen oder knapp 86. Plus halt eben die Transaction Fees. Na, und ja, muss man halt eben sehen. Aber meine Meinung ist, dass halt eben jetzt hier aktuell Pool Mining sich dann doch mehr lohnt. Das bedeutet halt eben, hier seht ihr hier 10 Caspar am Tag. Und ja, jeder muss selbst wissen, was er macht. Also wir werden jetzt auf jeden Fall hier im Pool Mining erstmal laufen lassen. Mal gucken, wie weit das so funktioniert, dass am Tag 10 Caspar rumkommen. Ich weiß es nicht. Es wird sicherlich jetzt auch nochmal den Verkauf der Caspar-Geschichten anleiern. Ihr habt eben gesehen, was ich ausgerechnet habe. Knapp 50 $. Die Teile gibt es aktuell bei iceriver.io für 129. Kommt natürlich noch Versandeinfuhr Umsatzsteuer dazu. Dann ist das Ding euch. Ist der Return on Invest in Anführungsstrichen in 3 Monaten.
Wenn ihr die Stromkosten nicht mit reinrechnet, Stromkosten müsst ihr natürlich mit beachten. Mit PV natürlich habt ihr keine Stromkosten, wie auch immer. Ja, von daher sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ja, daher vielen Dank an Gasplex und beziehungsweise KRC20. Es gibt auf jeden Fall allen kleinen Minern wie uns euch auch nochmal eine Chance, den Return on Invest letztendlich zu erreichen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, werde euch aber auf jeden Fall hier auf dem Laufenden halten. Ihr seht es hier, läuft 10 Kasper am Tag, 1,70 Dollar sind wohl aktuell möglich. Und wir werden auf jeden Fall schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das war's von mir. Schöne Restwoche wünsche ich euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.